Ja, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren, schon wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende, was sicherlich auch anstrengend war aufgrund von Corona. Wir alle sind angekommen in der digitalen Arbeitswelt, aber ganz ehrlich, ich vermisse das schon, sich persönlich zu treffen, sich auszutauschen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es uns gelungen ist, das Aachener Kolloquium, die Aachener Karosserietage, also Veranstaltungen wieder in Präsenz, auch unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen durchzuführen. Ich bin auch froh, dass wir die Lehre wieder überwiegend in Präsenz gestalten können. Wir sind im englischsprachigen Bereich bewusst noch nicht in die realen Veranstaltungen eingestiegen, weil es viele Menschen gibt, die uns eben aus dem Ausland hier beiwohnen möchten und müssen, weil sie eben noch nicht reisen können. Also das ist einfach eine Frage der Fairness. Ja, wir hoffen, dass es natürlich jetzt positiv weitergeht. Aktuell stehen die Zeichen leider etwas anders. Deswegen ein Appell von meiner Seite an diejenigen, die vielleicht noch nicht geimpft sind, das jetzt wirklich ganz stark zu überlegen. Denn die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und an dem Punkt sind wir jetzt leider. Ja, auch in diesem Jahr durften wir wieder ganz spannende Projekte bearbeiten. Und ich möchte beginnen mit der Psychologie, also mit der Frage, wie möchten Menschen mobil sein? Aber auch mit der Frage, was können Menschen denn eigentlich, wenn sie eben vielleicht auch mit Fehlern eines Fahrzeugs, eines mechatronischen Systems konfrontiert werden. Wir haben uns hier in einem Projekt, Enable heißt dies, gemeinsam mit der Philosophischen Fakultät und der Kollegin Frau Professor Ahling auf den Weg gemacht, besser zu verstehen, was Menschen mit Leistungseinschränkungen benötigen und brauchen, und haben auf dieser Basis ein spannendes Mobilitätskonzept vorgedacht, was nicht nur für Menschen mit Leistungseinschränkungen, sondern für jedermann eigentlich attraktiv und gut wäre. Also wir hoffen, dass es an dieser Stelle weitergeht. Vor einigen Jahren haben wir den Speedy schon auf die Räder gestellt, ein Fahrzeug, was heute sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, weil es eben darstellt, wie man ein neues Mobilitätserlebnis, Fahrerlebnis gestalten könnte, ohne Lenkrad, mit anderen Stellteilen, mit einer viel höheren Wendigkeit, als wir es heute gewohnt sind. In dem nächsten Forschungsfahrzeug, dem sogenannten E-Jet, wenden wir eigentlich das gleiche Prinzip an. Wir verstärken die menschlichen Kräfte, die Kräfte des Menschen, amplify human forces, aber in diesem Fall hinsichtlich der Längsdynamik. Das heißt, man steuert das Fahrzeug letzten Endes über die Beinbewegung, über eine Tretbewegung, die dann eben entsprechend dem Fahrmodus verstärkt wird. Auch bei ganz kleinen Fahrzeugen sind wir eingestiegen. Urband, ein Kunstwort aus Urban, und Arndt, Ameise, ein Fahrzeug, was dem Menschen hilft, Einkäufe zu tragen, ob es der ältere Mensch ist, der es nicht mehr kann, oder der jüngere, der wie meine Kinder vielleicht keine Lust dazu hat. Also wie auch immer, Urband ist ein schönes Fahrzeugkonzept, was auch Bordsteine bewältigen kann, was sich dann im Verkehr mit bis zu 6 Kilometer pro Stunde automatisiert bewegt. Im Bereich der Fahrzeugkonzepte geht es ganz stark auch mittlerweile um die Frage des Interieurs der Zukunft, wo man eben auch vieles neu denken und gestalten kann, in dem Moment, wo der Fahrer eben nicht mehr nur eine Fahraufgabe zu bewältigen hat, sondern während der Automatisierung dann natürlich auch viel Zeit hat. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns massiv beschäftigt. Wenn es um das Fahrzeug der Zukunft geht, ist natürlich die Automatisierung nicht mehr wegzudenken in allen möglichen Ausprägungen. Eine ganz extreme Ausprägung beforschen wir gemeinsam mit 7 anderen Universitäten in dem Projekt Unica Agil. Da geht es also um fahrerlose Fahrzeuge, um eine Architektur, einen Baukasten, nicht nur aus mechanischen Komponenten und Steuergeräten, sondern eben auch aus Softwarekomponenten, wo wir gemeinsam mit Kollegen aus der Informatik und vielen anderen Disziplinen eben unter anderem auch eine neue diensteorientierte Softwarearchitektur erforscht und entwickelt haben. Da sei ganz maßgeblich der Kollege Stefan Kowalewski mit seinen Mitarbeitern erwähnt, wo wir jetzt versuchen, sozusagen den nächsten Schritt zu machen und auch über das Fahrzeug hinaus wirklich Mobilitätssysteme zu gestalten. L3 Pilot, auch das ist ein schönes Projekt gewesen, was gerade zu Ende gegangen ist. Ein europäisches Projekt, wo wir wieder mal die Rolle hatten als Institut, die vielen Fahrzeugdaten von Fahrzeugherstellern und anderen Entitäten hier zu sammeln, zu aggregieren, auszuwerten, und wo wir einer von 2 Playern waren, die dann wirklich auch in Hamburg in der Innenstadt automatisiert Level 3 gefahren sind, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der FKA.
Wir schauen aber auch bei der Intelligenz über das Fahrzeug hinaus. Wir haben ein weiteres sehr schönes Projekt hier am Institut gemeinsam mit dem Kollegen Oeser, Straßenwesen hier gestalten dürfen und weiteren Entitäten. Das ist das Projekt Accord, wo es darum geht, sogenannte Roadside Units entlang des Straßenrandes zu platzieren. Kann man jetzt hier auch in Aachen sehen. Die gesamte Campusrunde ist ausgestattet, auch ein Stück Autobahn, Landstraße, wo wir dann durch solche Sensoren in diesen Units in der Lage sind, einen digitalen Zwilling des Verkehrs in Echtzeit zu rechnen und den dann entweder zur Absicherung von Fahrzeugen und Systemen zu nutzen oder eben auch als Teil einer Funktion eines Mobilitätssystems, was man sich vielleicht schon in wenigen Jahren vorstellen kann. KI setzen wir aber mittlerweile nicht mehr nur ein im Bereich des automatisierten Fahrens, sondern eben auch in anderen Bereichen, sowohl im Fahrwerkbereich als auch im Bereich der Fahrzeugstrukturen, wo es eben darum geht, schneller, effizienter eben Fahrzeugstrukturen zu entwickeln, die extrem leicht sind, nachhaltig sind, Festigkeit, Steifigkeit, alle Anforderungen erfüllen. Im Bereich Fahrwerk befassen wir uns im Zuge der KI mit der Frage der Dämpferregelung zum Beispiel, aber eben auch mit Akustik und Schwingungen. Und gerade das Thema der Akustik ist genau auf der Grenze auch wiederum zum Bereich des automatisierten Fahrens, weil wir auf der einen Seite die Akustik nutzen können, um zum Beispiel den Reibwert der Fahrbahn zu schätzen, aufgrund des Geräuschs, welches in Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn eben entsteht. Auf der anderen Seite nutzen wir die KI in der Auswertung der akustischen Signale, der Außenmikrofone auch dazu, um die Umgebung besser zu verstehen, zum Beispiel ob wir gerade von einem Polizeifahrzeug oder einem Rettungswagen überholt werden, wo dann eben auch eine Gasse gebildet werden sollte. Gerade die Akustik, NVH, diese Themen spielen eine nochmals größere Rolle im Zuge der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Und die Elektrifizierung ist nicht mehr nur ein Thema für den Pkw, sondern auch in Teilbereichen des Nutzfahrzeugs und von Nutzfahrzeuganwendungen, wie zum Beispiel in der Verteilung von Gütern, macht es sehr viel Sinn, elektrisch zu fahren. ELV-Quadrat ist ein Projekt, wo wir gemeinsam mit Partnern eben und unter Einsatz von KI in der Auslegung von Antriebssystemen eine Achse, eine elektrisch angetriebene Achse für ein schweres Nutzfahrzeug konzipiert haben. Das Ganze wird jetzt gerade prototypisch umgesetzt und wird dann eben bei uns auf den Prüfständen validiert werden. Das heißt, wir sehen, dass diese Themen der Automatisierung, der Vernetzung, der künstlichen Intelligenz, die betreffen mittlerweile alle Bereiche, betreffen das gesamte Mobilitätssystem, was wir hier gemeinsam mit vielen Partnern gestalten. Und neben der Gestaltung der Technologie sind wir an vielen Stellen mittlerweile auch unterwegs, um die Randbedingungen mit zu beeinflussen und mit zu gestalten, sowohl im internationalen Kontext, wenn es zum Beispiel um die Harmonisierung der Absicherung automatisierter Fahrzeuge geht. Auf europäischer Ebene ist mein Stellvertreter, Herr Professor Urban, sehr aktiv als unser EU-Außenminister, um dort letzten Endes in Gremien den Weg zu bereiten für die richtigen Forschungsthemen, die wir natürlich gemeinsam mit Partnern dann auch entsprechend adressieren und aufgreifen. Und gerade auf der Ebene des Landes Nordrhein-Westfalens sind wir auch gemeinsam an vielen Stellen aktiv. Ein Beispiel ist InnoCam, ein Netzwerk, was wir gestalten, um eben die Automatisierung und Vernetzung nicht nur der Mobilität auf der Straße, sondern eben auch zu Wasser, in der Luft und auf der Schiene optimal miteinander zu vernetzen und erstmal vor allen Dingen alle Akteure an einen Tisch zu bekommen, zu verstehen, was wird eigentlich gebraucht, auch da wieder die Nutzerperspektive, bevor man dann letzten Endes in Lösungskonzepte hineingeht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr gemeinsam mit Ihnen so aktiv an der Mobilität der Zukunft forschen und gestalten dürften. Möchte Ihnen an dieser Stelle jetzt aber erstmal ein frohes Fest wünschen, gute Erholung im engsten Kreis der Familie, damit Sie auch neue Kraft schöpfen können, neue Kreativität entwickeln, damit wir eben im nächsten Jahr an gleicher Stelle genauso weitermachen können und erfolgreich zusammenarbeiten können, wie wir das im vergangenen Jahr gemacht haben. Vielen Dank und bis dahin alles Gute.